So Freunde, bevor das Video losgeht, losen wir noch kurz den Gewinner vom Gewinnspiel aus. Es haben hier 523 Leute teilgenommen und ich wünsche euch da natürlich wieder mal sehr viel Glück bei. Ne? Aber seid nicht traurig, das wird natürlich auch nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Wir werden natürlich weiterhin hier monatliche Gewinnspiele starten, solange natürlich der Support, der ja unglaublich ist, von euch hier weiterhin so aufrechterhalten wird, kann man sich das natürlich auch weiterhin so leisten, ja, weil es ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine günstige Angelegenheit hier. Und trotzdem aber vielen lieben Dank an alle, die teilnehmen. Und ja, wir lesen hier die ganzen Kommentare ein. 519 sind es insgesamt, die Duplikate wurden wieder mal gefiltert. Also Leute, die hier doppelt geschrieben haben, die zählen nur als einen Account. Und jetzt picken wir den Gewinner und gewonnen hat 321, der Karl Carlsen 9201. Herzlichen Glückwunsch an dich, Top-Videos und klasse Gewinnspiele. Ja, schreib mir gerne auf Instagram oder Discord, beides findest du in der Videobeschreibung unter dem Video. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und viel Erfolg natürlich beim nächsten Gewinnspiel. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Wanderzirkus hat jetzt auf allen Servern nun offiziell geöffnet. Das heißt, ihr könnt dort auch jetzt nun rein. Und bevor ihr da reingeht, solltet ihr vielleicht dieses Video schauen, denn wir haben ja bereits gestern schon im Stream den Wanderzirkus von A bis Z auseinandergenommen und für uns jetzt herausgefunden, was so ja die beste Taktik ist, wenn man halt eben diesen Zirkus hier bezwingen möchte. Und ja, wenn euch das Ganze weiterhelfen sollte und ihr mit den Informationen irgendwas anfangen könnt, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne dem Video hier einen Daumen nach oben da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und sehr supporten. Ansonsten habe ich natürlich auch für das Wanderzirkus-Event einen passenden Code für euch parat. Und der heißt, ja, Dorza-Zirkus. So, dieser Code gibt euch 10 Tickets für den Wanderzirkus, ein Flügeltrank und 100 Treibsanduhren. Ja, könnt ihr sehr gerne nutzen und ja, das steht euch hier zur Verfügung. Ich glaube, das ist ab Stufe 10 einlösbar, weil man ab Stufe 10 auch erst den Wanderzirkus betreten kann und da wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit. Einlösen könnt ihr das wie immer hier oben, ne, auf das Kreuz, Coupon und dann könnt ihr das Ganze hier reinkopieren. Gerne könnt ihr das Ganze natürlich auch mit eurer Gilde teilen per Rundmail hier oben. Dann empfängt die ganze Gilde das, wenn ihr hier Dorza-Zirkus eingebt. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Code auf jeden Fall. Und genau, was haben wir gestern so für uns herausgefunden? Ich versuche das mal so kurz wie möglich zusammenzufassen. Also, erstmal nochmal für die, die nicht wissen, wie das Ganze hier funktioniert. Wir haben hier links einmal eine Rangliste. Ja, da haben wir Belohnungen. Die Belohnungen sind komplett Trash. Also auf die Rangliste sollte man überhaupt nicht spielen. Es bringt einen nichts großartig von Mehrwert hier die Rangliste zu platzieren. Wir haben hier Belohnungen von 6 Millionen, wir haben hier ein paar Ressourcen, das ist für die tägliche Rangliste. Dann haben wir einmal noch die Gesamtrangliste. Ja, bin gestern auf Platz 2 gelandet und Graf Zahl ist vor mir Platz 1, deswegen hatte er 15 Marken bekommen, ich 14, Platz 13 und so weiter und so fort. Ne? So wird das Ganze aufgestaffelt hier. Und diese Marken erhält man, indem man beim Direktor Angriffe macht. Ja, man bekommt hier diese Silbermarken für, wenn man den Direktor auf 25% Leben oder wenn man den 25% Leben abzieht und einmal nochmal bei 50% und dann gibt es nochmal welche on top, wenn man ihn komplett besiegt. Ja, das erstmal zur Kurzfassung zur Rangliste. Sollte man nicht drauf spielen, bei der Gesamtrangliste sieht der Reward ein bisschen anders aus. Hier sind aber auch nur 6 Millionen Gold für Late-Game-Spieler komplett irrelevant, komplett uninteressant, solltet ihr nicht drauf spielen. Ja, Ausrufezeichen dahinter. Für Early-Game-Leute, die vielleicht gerade mit dem Spiel gestartet haben oder im Mid-Game sich befinden, sind die Ressourcen vielleicht noch einigermaßen interessant, aber in den Zeiten, wo es so viele Packages gibt, wo man so viele Ressourcen hinterhergeworfen wird, Elevator, wo man so viele Ressourcen kriegt, sind die Belohnungen für die täglichen und für die Gesamtrangliste im Verhältnis relativ lächerlich. Es gibt, und das ist jetzt mal erstmal so die Spielweise, und ich versuche das so schnell wie möglich runterzurattern, damit ihr da so schnell wie möglich hier auch was von habt hier von den Informationen. Es gibt 2 Spielweisen, wie ihr spielen könnt. Wir haben hier einmal die Akt-Seite, wo man 1 bis 10 Gegner hat. Wenn man die besiegt hat, dann
kann man den Akt wechseln. Man kann das machen und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich aussuchen, ob man auf der Stufe bleiben möchte oder ob man die verstärkt. Und wenn man die verstärkt, dann gibt es mehr Belohnungen in Prozenten auf deine Belohnungen im Akt. Ja? Das sind einmal hier in der Truhe sind das die Aktbelohnungen und dasselbe gilt auch für den Direktor. Wenn man den Direktor besiegt, kann man den auch um 5 Stufen erhöhen. Er wird schwerer, aber die Belohnungen werden auch besser. Die Belohnungen erhöhen sich um 25% jedes Mal, wenn ihr den Akt einmal durchlaufen seid. Und es erhöhen sich auch, und das ist jetzt wichtig, die goldenen Tickets. Die benötigt ihr für die Direktorangriffe. Das heißt, ihr müsst bei den Akt-Gegnern die goldenen Tickets farmen, um beim Direktor erstmal Damage machen zu können, um ihn anzugreifen. Ja, das erstmal so zum Grundlegenden. Ja, und was ist jetzt die beste Taktik? Wie sollte man jetzt am besten vorgehen? Nun, wir haben jetzt für uns 2 Spielweisen herausgefunden, die es geben kann. Und zwar, wir fangen mal mit der ersten an. Die erste ist, wenn man auf die Rangliste spielen will. Ja, diese Spielweise würde ich euch aber nicht empfehlen. Deswegen rattern wir die mal schnell durch, weil die wirklich nicht empfehlenswert ist. Die erste Spielweise geht so, man bleibt absichtlich auf dem ersten Akt kleben. Man geht absichtlich nicht höher mit den Stufen, um so günstig wie möglich die 10 Stufen durchzurattern, um halt eben goldene Tickets zu farmen. Das Problem dabei ist, jedes Mal, wenn ihr auf derselben Ebene bleibt, dann werdet ihr minus 25% an euren Belohnungen runtergesetzt. Das Ganze geht bis zu minus 100%. Wir sind hier bei der Basisstufe 0% gerade und das geht bis minus 100 und es geht aber auch bis plus 100. Ja, in diese beiden Richtungen kann es gehen. Und wenn ihr auf minus 100% seid, dann bekommt ihr von den Belohnungen hier quasi null, nix. Minus 100% heißt, ihr bekommt gar nichts mehr von den Belohnungen. Was ist davon der Vorteil? Ihr bekommt relativ safe für 10 Mal Durchlaufen ein Ticket. Jedes Mal, wenn ihr aber auch im Minusbereich seid oder beziehungsweise runtergeht von den Stufen her, dann werden die goldenen Tickets auch weniger. So, das heißt, wenn ihr minus 100 seid, dann bekommt ihr alle 10 Etagen nur noch ein Ticket. So, wie ist da die Rechnung? Nun, man gibt im besten Falle 10 Pilze für ein goldenes Ticket aus, ja, und kann dann somit hier relativ günstig, sag ich mal, für 10 Pilze ein Ticket farmen, einen Angriff beim Direktor machen. Dadurch farmt man viele silberne Münzen. Und das Ziel ist es halt eben, den Direktor immer auf 50% seiner HP abzuziehen, um halt eben 2-mal diesen Reward hier einzufahren. Es ist nicht schlimm, wenn ihr den Direktor nicht besiegt, weil ihr ja bis zu 75% alle maximalen Boni dabei habt. Hier, wenn ihr den auf 100 habt, dann müsst ihr euch halt entscheiden, ob ihr den erhöht vom Schaden her. Dann kriegt ihr aber auch mehr Boni, das ist gut. Oder ob ihr auf der Stufe gleich bleibt und dafür minus 25% an Belohnungen bekommt. Hier zum Direktor kann ich euch sagen, es lohnt sich niemals auf der gleichen Ebene zu bleiben, geht immer höher mit den Belohnungen, weil, wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ihr den Direktor nicht down bekommt, im Gegenzug kriegt ihr aber mehr Ressourcen, bis zu 100%, ja, das ist das Maximum. So, zu der Taktik, hier nochmal mit den Tickets, wenn man jetzt zum Beispiel diese Spielweise nimmt und ja, da bekommt man relativ günstig sehr viele Tickets. Ja, was aber nicht relevant ist, weil die Ehrenhalle bringt euch eh nichts von der Platzierung her. Deswegen spiele ich auch nicht diese Spielweise. Ich will sie euch nur kurz vortragen, dass es halt eben sowas auch gibt. Ne? Und wenn ihr zum Beispiel die Spielweise Nummer 2 nehmt, ja, und quasi, ja, der Minuspunkt davon, von der ersten Spielweise ist noch, ihr bekommt ja keine Ressourcen und kein Gold. So, das ist ein ganz großer Minuspunkt, ja. Dafür habt ihr aber den Pluspunkt, dass ihr halt eben diese silbernen Münzen viel bekommt, sehr schnell, ja. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Strategie und das ist auch die ich jetzt anwende, beziehungsweise die ich für mich am besten rausgefunden habe, dass das die effizienteste Spielweise ist. Und da zeige ich, oder da sage ich euch gleich nochmal, was wir innerhalb des gestrigen Tages geschafft haben. Achso, zur ersten Spielweise nochmal ganz kurz. Ja, wenn man jetzt hier Gold pro Ticket vergleicht, wenn wir hier nachher auf 100% sind beim Direktor, dann haben wir hier jeweils 6 Millionen Gold und 6 Millionen Gold beim Cap. Das heißt, wir bekommen hier durch den Direktor 12 Millionen, wenn wir auf 40% landen. Und dann rechnet man sich das 10 Pilze, weil man ja 10 Pilze braucht für die Akte hier, für ein goldenes Ticket. 10 Pilze für 12 Millionen Gold.
es lohnt sich halt überhaupt nicht auf Gold zu gehen hier, ja. Taktik Nummer 2 ist jetzt folgende. Ihr geht jetzt, ihr entert jetzt hier, und das machen wir jetzt mal zusammen, wir entern uns jetzt durch die Etagen hier durch, ja, und erhöhen dann den Akt das nächste Mal. Was dann passiert, ist halt eben, ne, jetzt sieht man das hier nochmal, minus 25 und plus 25, so jetzt gehen wir höher, zack. Und der Vorteil hier ist, wenn ihr auf 100% seid, bekommt ihr bis zu 5 goldene Tickets in euren Pfad bis zur Stufe 10, ja, bis zum 10. Aktgegner. Das ist hier ein großer Vorteil. Und wenn ihr auf 100% seid, wenn ihr auf 75% seid hier beim Bonus, bekommt ihr 4, bei 50 3 und so weiter. Ne? Und das ist so ungefähr, wie es jetzt so aussieht. So, die Strategie, die wir jetzt fahren, ist jetzt folgende. Wir entern uns jetzt durch, ja, bis wir auf 100% sind, weil hier ist das Cap von dem maximalen Boni, den man haben kann. Achtet immer bitte darauf, dass ihr nicht über 15 Tickets kommt, weil dann solltet ihr anfangen, den Direktor zu besiegen, weil 15 ist das Cap. So, jetzt sieht man schon, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 goldene Tickets bei 50%. So, und der Nachteil ist natürlich, umso stärker die Gegner sind, umso schwerer kommt ihr hier natürlich durch. Ergo, ihr könnt natürlich nachher nicht mehr so viele Tickets farmen, wenn ihr runtergehen solltet von den Prozenten her. Und dann könnt ihr halt eben nicht wie bei Taktik 1 so leicht diese Marken farmen hier. Ne? So, aber dafür bekommt ihr deutlich, deutlich mehr Gold. Und das ist jetzt der große Vorteil. Ihr habt zwar nicht in der Rangliste hier die großen Rewards, aber die großen Rewards, die stecken hier drin, in euren Aktgegnern und in den Prozenten hier. Ja? Wir haben es gestern geschafft, innerhalb von, und da habe ich es schlecht gespielt, weil ich noch nicht wusste, wie ich es genau machen sollte. Ich habe da ein paar Fehler gemacht. Ich habe ca. 600 Pilze ausgegeben mit dieser Taktik und habe ca. ein bisschen über 1 Milliarde Gold gefarmt. So, und ich kann mir vorstellen, wenn ich es heute richtig mache, dann gebe ich ca. 500 Pilze aus, um 1 Milliarde, ca. ein bisschen über 1 Milliarde Gold zu farmen. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, sorry. Was ihr jetzt halt quasi macht, ist, ihr geht jetzt auf 100%. Ja, ist bis jetzt ein bisschen von links nach rechts, ne? Von Z angefangen nach A hinten. Wir gehen jetzt auf 100% und weil man ja nicht höher kommt als 100%, lasst ihr euch dann eine Etage droppen, beziehungsweise bleibt der eine Etage gleich, um dann wieder auf 75% zu kommen, um dann die nächste wieder zu nehmen, um auf 100% zu kommen. Mit dieser Taktik macht ihr halt eben circa pro Tag etwas über 1 Milliarde Gold, wenn ihr halt eben am Goldcap so wie ich seid. So, wenn man sich das jetzt hochrechnet, das sind 500 Pilze für 1 Milliarde Gold. Wenn wir uns das auf 10 Tage jetzt jeden Tag so machen würden, dann würden wir 5000 Pilze in den 10 Tagen ausgeben und haben dafür 10 Milliarden Gold. Das macht eine Rechnung von Pilz-Gold-Verhältnis für ein Pilz bezahlt man quasi, oder für 5 Millionen Gold bezahlt man einen Pilz. Also die Rechnung ist 5 Millionen Gold bekommt ihr für einen Pilz. Das ist so jetzt die Rechnung dabei. Und da müsst ihr halt, da kann ich euch das jetzt nicht abnehmen, da müsst ihr halt eben selbst überlegen, ist es das für euch wert? Ja, das sind jetzt so die 2 Spielweisen, die wir jetzt bisher herausgefunden haben. Für die Leute, die Free-to-Play oder Low-Eco sind, weil da sind ja auch einige Spieler von euch. Da ist jetzt natürlich keine von diesen beiden Spielweisen jetzt interessant. Da würde ich euch empfehlen, einfach die Spielweise 2 zu nehmen, die ich jetzt hier auch mache. Und zwar halt eben so hoch wie möglich von den Boni zu kommen. Ja, so wie ich das jetzt quasi vorhabe. Jetzt haben wir zum Beispiel 15 Tickets. Und dann halt einfach ja, soweit es halt eben geht, mit eurer Low-Eco-Variante zu kommen. Weil, wie gesagt, die Belohnungen hier für eure eigenen Belohnungen sind wirklich die besseren. Was quasi beim Elevator die Gesamtbelohnung von der Gilde ist, wo man ja extrem viel abstaubt und dafür aber auf den eigenen Etagen nicht so viel bekommt, ist hier genau umgekehrt. In der Rangliste bekommt ihr jetzt nicht sehr viel, aber in euren eigenen Etagen bekommt ihr richtig viel Geld beziehungsweise Gold. Und ja, da müsst ihr halt eben für euch selbst gucken, was die beste Spielweise ist. Ja. So, wir haben jetzt den Direktor nicht besiegt, aber wir haben jetzt hier 60% abgezogen. Das heißt, wir kommen hier bis zu dem, aber nicht zu dem. So, und jetzt werden wir erstmal unsere
goldenen Tickets ja, benutzen, weil wir sind jetzt hier schon am goldenen Ticket-Limit und demzufolge wollen wir hier auch nicht großartig weiter auf diesen goldenen Tickets beharren. So, hier haben wir jetzt das gleiche. Wir nehmen einen stärkeren Gegner, ja, weil es wie gesagt nicht schlimm ist. Es ist wirklich nicht schlimm, wenn ihr den Direktor nicht besiegt, weil ihr halt eben trotzdem immer Belohnungen bekommt, jeweils vom Leben, was ihr halt eben abzieht. So ist zum Beispiel ein relativ perfekter Try. Ihr wollt natürlich aber auch gucken, dass ihr hier natürlich auf 100% irgendwie kommt, ne? Dass wir hier halt eben noch ein bisschen mehr von den Direktoren profitieren. Was wir gestern geschafft haben, ist auf Direktor Level plus 60 zu kommen. Das war gestern bei uns der Fall. Also wir sind relativ weit gekommen und bei dem Monster Level war ich auf plus 40, habe dann dort aber auch nicht mehr absichtlich weiter die Gegnerstufe erhöht, weil das für mich dann halt eben keinen Sinn mehr großartig gemacht hat. Jetzt, ja, haben wir leider nicht so viel Glück mit den Tries. Ich habe hier leider relativ schlechte Tries. Ja, das ist leider ein bisschen doof. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal in unserem eigenen Akt weiter, bevor wir hier nochmal zum Direktor wechseln. Ja, den entern wir mal ganz kurz durch. Ja, so. Und dann nehmen wir hier das Verstärken. Jetzt sind die Monster 20 Stufen höher und jetzt sind wir auf plus 100% und jetzt seht ihr hier 1, 2, 3, 4, 5 goldene Tickets. So, und wenn ihr jetzt Folgendes macht und zwar auf der Ebene bleibt bzw. runtergeht, dann gehen halt eure Prozentchancen, eure Belohnung für die Prozente runter und die Tickets auch. So, aber wenn ihr jetzt höher geht, dann erhöht ihr ja quasi nur, und das machen wir jetzt nochmal kurz, dann erhöht ihr ja quasi nur die Aktstufe der Gegner, ja, um 5 Level, aber ihr habt ja trotzdem nur 100%, also höher geht es ja nicht, weil da ist das Cap. So, deswegen würde ich euch empfehlen, aufgrund der goldenen Tickets einmal minus 25% in Kauf zu nehmen. Dann bekommt ihr zwar auch hier nicht die maximalen Boni, aber ihr bekommt hier dafür extrem viele goldene Tickets. So, und dann, wenn ihr diese Ebene besiegt, dann seid ihr ja bei der nächsten ja auch wieder auf 100% und das macht ihr dann so im Wechsel. Aufgrund der goldenen Tickets, weil die halt eben deutlich ja, wichtiger sind, weil ihr hier halt eben auch gutes Gold farmen könnt, wenn ihr halt immer auf diese plus 40 kommt. Ich versuche hier auch noch mal ein bisschen durchzuentern, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen höher kommen beim Direktor. Das klappt leider jetzt überhaupt nicht. Gestern hatten wir da ein paar bessere Tries gehabt. Meine Waffenspanne ist leider auch ziemlich ass. Deswegen kann es auch passieren, dass wir hier halt eben fast gar keinen Progress machen. Ja, und das ist halt eben jetzt so das Ding. So, jetzt sind die Gegner gleich geblieben von der Stufe her. Aber wir wurden halt eben runtergesetzt mit unserem Boni. Jetzt gehen wir wieder höher, jetzt sind sie wieder auf 100% und wir bekommen hier wieder das Maximale raus. So, mit der Strategie bekommt ihr circa roundabout 1 Milliarde Gold für 500 Pilze. Ja, das ist so ungefähr das, was ich jetzt so festgestellt habe gestern und was wir so erreicht haben. Wenn wir ein bisschen glücklicher noch wären hier beim Direktor, da waren wir jetzt leider ein bisschen unlucky gewesen. Ja, ich kann euch da mal die Tries zeigen. Das war, glaube ich, der letzte hier. Ja, da sind wir auf Direktor-Level 740 mittlerweile dann schon gewesen. Ja, und jetzt sind wir hier gerade mal bei Direktor-Level 700. So, deswegen sind wir hier momentan ein bisschen unlucky. Ja, aber man kann hier leider nicht jeden Tag Glück haben. Gestern war der Gegner auch übrigens ein Magier, glaube ich, das lag auch daran. Ja, Freunde, das ist so jetzt erstmal der erste Einblick. Entscheidet selbst, was ihr machen wollt. Wie gesagt, ich würde euch nicht empfehlen, auf die Ehrenhalle zu gehen und zu gucken, sondern einfach nur eure eigenen Boni hiermit zu farmen und das halt eben so gut es geht. Und jo, genau, so sieht das Ganze aus. Ne? Wie gesagt, für die Free-to-Play- und Low-Eco-Spieler würde ich diese Spielweise auch nehmen, halt eben nur so weit, wie ihr halt eben als Free-to-Play-Spieler kommt. Ne? Das soweit dazu. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.